Gestern stand in meinen 8 Aquarien der Wasserwechsel an und ich wollte selbst noch wissen, wie lange dauert das eigentlich. Habe mir aber ein eigenes Ziel gesetzt, nämlich in den 8 Aquarien den Wasserwechsel in unter 2 Stunden zu schaffen. Ich benutze dafür ein ganz simples System, einen alten Gartenschlauch, durch den schon so viel Wasser durchgelaufen ist, dass da absolut nichts Schädliches mehr drin sein kann. Einen kleinen Adapter, der passt an den Wasserhahn von meiner Badewanne, und ein kleines Stückchen Moskitonetz mit einem Haushaltsgummi vor dem Einlauf befestigt, damit keine Babyfische und Zwerggarnelen und Schnecken eingesaugt werden. Und das war's. Damit wechsle ich nacheinander in 8 Aquarien das Wasser. Der Vorteil dieses Systems ist natürlich, man muss keine Eimer schleppen und man muss auch nicht beim Auslassen des Wassers mit Eimern rumhantieren, sondern kann das direkt in die Badewanne fließen lassen. Und auch großer Vorteil, man muss kein Aquariumwasser durch einen Schlauch ansaugen, was echt eklig ist. Ja, und ob ich das in unter 2 Stunden geschafft habe, das könnt ihr jetzt sehen. Also, den Adapter habe ich mir für den Wasserhahn in meiner Badewanne gekauft. Da passt ein ganz normaler alter Gartenschlauch dran. So, jetzt lasse ich Wasser in den Gartenschlauch laufen. Das erspart nämlich das lästige Ansaugen und Ausspucken. So, wenn Wasser drin ist, kommt mein patentierter Garnelen- und Babyfische-Schutz drauf. Und die Klammer gegen Überschwemmungen beim Wasserwechsel. So, und jetzt geht's los. Angefangen wird immer von links nach rechts, einmal durchs Wohnzimmer durch, damit ich nicht durcheinander komme bei so vielen Aquarien. Erstmal die Abdeckung runter. So, ich wechsle gleich 50%, weil ich das große Glück habe, dass ich gutes Wasser aus meinem eigenen Brunnen habe, dem ich keinerlei Wasseraufbereiter hinzufügen muss. Das ist sauber und enthält nichts Schlimmes. Und dann kann man auch ordentlich Wasser wechseln, ohne dass das in Stress ausartet. So, ganz wichtig, erst die Technik ausstöpseln. So, alles sicher, kann losgehen. So, Wasser ist raus aus dem ersten Aquarium. Ich würde sagen sogar ein bisschen mehr als 50%. Ne? Aber das macht nichts. In einem gut besetzten Guppi- und Garnelen-Aquarium schadet das gar nicht. So, und jetzt Wassermarsch. Direkt aus der Leitung, aber schön temperiert, also genauso warm wie das Aquariumwasser. Das sind bei mir 23 Grad. Und schön langsam, damit sich nicht zu viele Luftbläschen im Aquarium bilden. Immer dabei bleiben. Ich habe schon so viele Überschwemmungen verursacht. Hier geht das noch. Hier haben wir Fliesenboden, aber ich habe das auch schon hingekriegt in Zimmern mit Laminatfußboden. Das ist dann richtig ärgerlich. Immer wenn man denkt, ich gehe mal eben weg und lauf mal ein paar weggegärtnerte Pflanzen weg oder fang mal ein paar Garnelen aus irgendwo raus, wo die reingekommen sind und nicht hingehören,
dann läuft so ein Aquarium über beim Wasser einlassen. Also besser dabei bleiben und nichts anderes tun. Mir ist sogar schon mal eins übergelaufen, als ich in dem Aquarium direkt daneben ein bisschen rumgegärtnert habe. Und ich habe einfach vergessen, dass genau nebenan gerade Wasser einläuft. Ich mache übrigens an den Wasserwechseltagen bewusst nichts anderes in den Aquarien. Aus dem einen Grund wegen den Filterbakterien. Wenn ich jetzt gleichzeitig die Filter alle reinigen würde, dann könnte das in dicht besetzten Aquarien, sage ich mal, zu Problemen führen. In meinen normalerweise nicht. Ich habe so viele Pflanzen und die Filter sind sowieso Schnellfilter mit, sage ich mal, nur diesen groben Tonröhrchen und Schaum drin. Aber trotzdem und andererseits auch deswegen, weil ich einfach zeitlich damit nicht überfordert werden will. Ne? Wenn man erstmal anfängt, beim Wasserwechsel dann auch noch zu gärtnern und Filter zu reinigen und hier die Scheiben zu putzen und darum zu tüddeln und das bei 8 Aquarien, dann ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und so wie ich das jetzt mache, ne, einfach nur auf den Wasserwechsel beschränken, kann man das gut schaffen in, ich würde mal sagen, unter 2 Stunden. Mal gucken, was nachher bei rauskommt. Ich habe ja extra die Uhrzeit abgefilmt, als ich losgelegt habe. Ich bin selbst gespannt, ob ich es in unter 2 Stunden schaffe. So. Es geht direkt weiter mit meinen Sunset Guppies. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Video die Frage aufkommt, wie kannst du die 3 Aquarien nur an einem sonnigen Südfenster stehen haben, ohne dass sie komplett grün sind. Bei mir funktioniert das ganz gut. Die Beleuchtung bei den Aquarien, die habe ich praktisch nur in den dunklen Monaten an und über den Sommer mache ich die ganz aus. Und die Aquarien werden ausschließlich von Tageslicht und Sonnenlicht beleuchtet. Gegen die Algen, die sich tatsächlich auf der Rückwand, also auf der Rückscheibe der Aquarien sozusagen ansiedeln können, wenn man nichts unternimmt, habe ich die Aquarien mit Milchglasfolie beklebt. Aber von oben und von den Seiten dringt das Sonnenlicht ungehindert in die Aquarien ein. Was nicht weiter schlimm ist bei so vielen Pflanzen, die in guter Konkurrenz zu den Algen stehen. Also ich habe hier wirklich erstaunlich wenig Algenwuchs. So ein bisschen hier, so an den Kanten, da gehe ich manchmal einfach mit dem Fingerchen durch und mache die weg. Und ab und zu mal so ein winziges Büschel, aber da müsste ich jetzt wirklich suchen, dass sich irgendwo auf den Steinen oder auf einer etwas älteren Pflanze festsetzt. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich sehr gut hier. Muss natürlich dazu sagen, ich wohne in Norddeutschland. Das heißt, die Sonnentage, die sind hier jetzt nicht so intensiv und oft wie weiter südlich in der Republik. Ne? Das muss man mit bedenken. Also schöner, grauer Himmel, das haben wir doch relativ häufig. Hierfür ist das Moskitonetz vor dem Schlauchende sehr gut geeignet. Ich habe hier winzige kleine Guppy-Babys drin, die sehr neugierig sind. Die würden auf jeden Fall eingesaugt werden, wenn ich keinen Schutz vor dem Schlauch machen würde. Und ich finde dieses Moskitonetz mit dem Haushaltsgummi deutlich praktischer, als das jetzt zum Beispiel in ein Fangnetz reinzuhängen oder so, was immer umständliches Rumgetüll ist. Und natürlich auch zum Schutz der Garnelen, die ja auch immer sofort auf sowas drauf sind. So, meine Guppikerle sind jetzt dran. Das hier ist eine reine Männerveranstaltung. Und während da das Wasser rausläuft, zeige ich euch mal eben die Technik, die ich jetzt ausgestöpselt habe. Ich stöpsel gerne alles bis auf das Licht aus, wenn ich Wasserwechsel mache. Und zwar nicht separat für jedes Aquarium, das gerade dran ist, sondern einmal für alle 4 hier in der Ecke, damit ich gar nicht erst drüber nachdenken muss, was ist jetzt hier gerade noch im Laufen und was nicht.
Ja, und wenn ich dann mit allen 4 Aquarien fertig bin, dann wird alles in einem Rutsch wieder eingestöpselt. Und so stellt man sicher, dass man nichts vergisst, ne? Dass nicht aus Versehen irgendein Heizer plötzlich eine Woche lang nicht läuft, weil man vergessen hat, ihn wieder einzustöpseln. Das macht ja so gesehen den Aquarien nichts aus, ne? Die können gut mal ein paar Minuten ohne Heizung und ohne Filterung klarkommen. Hier drin ist es ja jetzt auch nicht total kalt, also mit der Wassertemperatur macht das gar nichts. Ja, und wie so vieles in der Aquaristik habe ich das auf die harte Tour gelernt. Ich habe nämlich einmal in meinem großen 126 Liter Becken vergessen gehabt, den Heizer auszustöpseln beim Wasserwechsel, und auf einmal fing das an tierisch zu stinken und die Gummihalterungen mit den Saugnäpfen sind geschmolzen. Tja, und das war mir eine Lehre. Zum Glück ist niemandem was Schlimmes passiert, ne? Das ist alles über dem Wasserspiegel passiert und ist nicht ins Wasser geraten. Und der Heizstab hat es sogar auch überlebt, erstaunlicherweise. Nur die Halterungen waren kaputt, ne? Die waren halt weggeschmolzen. Und ja, so lernt man eben besser aufzupassen. So, während das Männerbecken hier einläuft, bereite ich schon mal das nächste Becken vor. Das ist hier mein größtes, 126 Liter. Und dafür muss meine Katze Pudding erstmal wieder umziehen auf seinem Lieblingsplatz. Juckt ihn grundsätzlich gar nicht. So, Pudding, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gestört. Armes Ding. Das ist das einzige Becken, was ein bisschen aus der Reihe tanzt. Denn ich halte hier einige Fische, die weicheres Wasser etwas mehr zu schätzen wissen als Guppies und Zwerggarnelen. Zum Beispiel hier die Klassiker, blaue Neons, SP, Keilfleckbärblinge. Dann habe ich noch einen kleinen Rest, 2 Schmucksalmler, die leider ihren restlichen Schwarm schon verloren haben und sich jetzt natürlich gerade nicht blicken lassen. Und diesen Fischen zuliebe wird das Wechselwasser mit Osmosewasser verschnitten. Und zwar 50-50, sodass die Härte und der pH-Wert so in Maßen ein bisschen tiefer sind als in meinen anderen Aquarien. In Maßen deshalb, weil ich hier auch noch natürlich 3 Guppy-Männer habe, die aus der Zucht ausselektiert worden sind, und noch ein paar Platis, die ich eigentlich nicht mehr haben wollte in diesem Aquarium, aber wie Platis so sind, haben meine beiden letzten Verbliebenen beschlossen, dass sie noch mal jede Menge Babys kriegen, und deswegen hat sich hier wieder eine Plati-Population etabliert. Und da Guppies und Platis ja härteres Wasser ganz gerne mögen und Neons und Keilfleckbärblinge eben nicht so, treffen die sich dank meiner kleinen Osmoseanlage so in der Mitte bei ungefähr GH10 oder einem Leitwert von 200, 230, so um den Dreh habe ich hier immer drin. Ja, und deswegen macht mir das beim Wasserwechsel ein bisschen mehr Arbeit, weil ich jetzt natürlich wegen dem Osmosewasser was machen muss, was ich gar nicht mehr gern mache, nämlich Eimer schleppen. Und das mache ich jetzt mal. So, das Wasser ist raus. Heute habe ich noch eine kleine Besonderheit beim Wasserwechsel. Ich habe nämlich die letzten Tage Herbstlaub aus meinem eigenen Garten in diesem Eimer eingeweicht, und dabei ist diese wunderschöne braune Wasser rausgekommen, gesättigt mit Huminsäuren aus, ja, war viel Eichenlaub dabei, ne? Dann passiert das. Und das werde ich heute auch ein bisschen hier beigeben, aber nicht zu viel. Ich möchte meine Fische ja noch sehen. So, Aquarium Nummer 5 läuft leer. Und ich habe gerade mal nachgesehen, weil ja Halbzeit war.
Ich bin noch im Zeitplan. Also für die ersten 4 Aquarien habe ich genau 1 Stunde gebraucht. So, während mein zweitgrößtes Aquarium leer läuft, das ist übrigens die Guppi-Mädels-WG, wollte ich noch mal was zu meinem Wasser erzählen. Ich weiß ja, dass es in vielen Regionen nicht so ist, dass man einfach so das Wasser aus der Leitung direkt ins Aquarium laufen lassen kann, ohne irgendwelche Wasseraufbereiter oder sonstige Zusätze, weil das für empfindliche Fische und vor allem auch für Zwerggarnelen und Schnecken dann schon mal gefährlich werden kann, wenn in den Leitungen irgendwas drin ist, ne, Chlor, Kupfer, was sonst so noch in der Gegend rumschwebt. Ja, aber bei uns ist das ein bisschen ein Sonderfall, weil wir haben gar keine öffentliche Wasserversorgung hier, sondern jeder hat seinen eigenen Brunnen im Garten. Von dem Brunnen wird dann über eine recht starke Pumpe das Wasser in den Keller geschafft und dort haben wir sehr große Filtersysteme stehen. Die filtern das Brunnenwasser. Hauptsächlich wird Eisen und Mangan rausgefiltert, natürlich auch irgendwelche Bakterien oder sonstige Dinge, die gefährlich sein könnten. Und am Ende des Prozesses kommt eben sauberes Trinkwasser dabei raus, das auch kontrolliert wird. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Also einmal im Jahr ist hier einmal Trinkwasserkontrolle. Und da ich Aquarianerin bin, habe ich es darauf natürlich auch nicht beruhen lassen, sondern habe nochmal extra Tests in Auftrag gegeben, die eben auch sowas wie Schwermetalle oder Pestizide aus der Landwirtschaft und so weiter mit berücksichtigen. Und da waren auch alle Ergebnisse wunderbar, also nichts Schlimmes drin in unserem Wasser aus dem eigenen Garten oder aus dem eigenen Grundwasser, muss man ja schon sagen, ne? Und deswegen kann ich hier doch relativ sorglos meine Aquarien befüllen. Das Wasser ist natürlich nicht das weicheste, also die Gesamthärte ist, glaube ich, so bei 18, 19. KH ist so bei 14, 15 ungefähr. pH ist bei 7,7. Aber für meine Guppies und meine Neocaridina-Garnelen ist das ja perfektes Wässerchen. Von daher mache ich mich nicht verrückt und mache schöne große Wasserwechsel. Ach ja, und was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, ist, wie oft mache ich eigentlich diese 50% Wasserwechsel. Das mache ich alle 14 Tage. Aus dem einfachen Grund, weil mehr nicht nötig ist. Wahrscheinlich würde ich sogar bei diesen bepflanzten Aquarien, die ich habe, mit weniger davon kommen. Ich überprüfe auch regelmäßig per Tröpfchentest Nitrit und das ist immer wunderbar bei uns. Aber 14-tägig mache ich eben hauptsächlich deshalb, weil ich die ganze Arbeit, die mit Aquarien so zusammenhängt, nicht auf einmal haben möchte. Und deswegen habe ich das eben so eingeteilt. Eine Woche wird Wasserwechsel gemacht und in der Woche darauf mache ich Filterreinigung, putze die Scheiben, gärtner ein bisschen rum. Ja, die Moose hier, die müssen regelmäßig geteilt werden, sonst übernehmen die ganzen Aquarien. Und ja, das ist meistens auch recht zeitaufwendig dann. Und dann bin ich froh, dass ich das nicht alles auf einmal machen muss, sondern eben immer von Woche zu Woche das aufteilen kann. Ja, die einzige Ausnahme, die ich dabei tatsächlich mache, ist, wenn ich Stängelpflanzen oben auskneife und unten wieder einpflanze, dann wird ja immer so ein bisschen der Bodengrund aufgewühlt. Und das verlege ich dann tatsächlich auf die Wasserwechseltage, damit ich das trübe Wasser dann gleich wieder rauskriege und sauberes Wasser wieder rein. Ne? Sonst trübt das doch so 1, 2 Tage lang ziemlich die Sicht, wenn man beim Stängelpflanzen verjüngen Sauerei gemacht hat. Aber davon habe ich ja nicht so viele, auch bewusst, weil mir das auf Dauer zu viel Arbeit ist in 8 Aquarien. Und hier die schönen Echinodoren, Kryptokorynen, ne, die Aufsitzer hier, Bucephalandra, die machen doch alle sehr viel weniger Arbeit als Stängelpflanzen. So, jetzt ist mein allerkleinstes dran. Das hier ist die Guppi Baby Aufzucht. Das ist nur ein 40 cm Becken. Das fasst, glaube ich, offiziell 20 Liter, aber ich denke mal, mit dem ganzen Sanddeko Pipapo sind da eher nur so 17 Liter drin. Aber für die Guppi Babys ist das genau richtig. Die werden dann ja auch
ausgefangen und umgesetzt, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. So, aber auch hier wird schön Wasser gewechselt, immer vor allem, weil die ja auch sehr viel futtern, die Kleinen. So, dem lieben Groot und den Guppy-Babys, die er hier hütet, gönne ich beim Wasserwechsel ein bisschen mehr Frischwasser als in anderen Aquarien. Da würde ich mal sagen, bin ich eher so bei 70%. Einfach aus dem Grund, weil das, da doch relativ viele Guppy-Babys sich drin befinden und ich da ganz ordentlich fein zermahlenes Futter, Staubfutter reintue, was ja durchaus auch eine Belastung ist fürs Aquarium. Aber bisher habe ich hier noch nie Probleme gehabt. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, würde ich sagen. Ich finde das auch nicht schlimm, ne? Wenn man so tolles Wasser hat wie ich. Warum sollte man das nicht tun? Also ich hatte auch schon angeregte Diskussionen im Zoofachhandel mit Aquaristik-Fachverkäufern, die gesagt haben, oh, 50% Wasserwechsel, das ist eigentlich schon viel zu viel. Und immer wenn ich dann aber nachfrage, ja warum denn? Was passiert denn Schlimmes? Dann kommt immer nur, ja, die guten Bakterien. Aber dass die nun nicht unbedingt im Freiwasser leben, sondern eben im Bodengrund, ne, auf der Deko, auf den Pflanzen, auf dem Hardscape, auf den Scheiben. Das weiß man doch eigentlich inzwischen, oder? Naja gut, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich dann auf ewig lange Diskussionen einlasse, sondern ich nick und lächle dann immer nett und denke mir mein Teil. Ich bin jedenfalls ein Fan von großen Wasserwechseln. Und bei mir ist auch noch nie was Schlimmes passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von diesen, oh, mit einem großen Wasserwechsel bringst du deine Fische um, Mythen eher daher kommen, dass bei einigen Leuten eben doch, ne, die öffentlich ans Wasser angeschlossen sind, dann mal geklort wurde, ohne dass sie es wussten oder irgendwas gemacht wurde. So genau kenne ich mich nicht damit aus, merkt man, ne? Aber dass das dann vielleicht einfach schädliche Auswirkungen gerade auf Zwerggarnelen, die sehr empfindlich sind, hatte oder auch auf Fische. Aber durch sauberes, frisches Wasser an sich kann man meiner Meinung nach keinem Aquarium schaden. Und jetzt ist meine Katze der Meinung, dass Zeit zum Schmusen ist, aber Pudding ist gerade eher ungünstig, ne? Wir wollen das hier doch in unter 2 Stunden schaffen. Da störst du gerade ein bisschen leider. So, gleich leer gelaufen, dann geht es direkt weiter. So, vorletztes Aquarium. Der Schandfleck in meinem Arbeitszimmer. Ein Kübel, 60 Liter fassend, der meinem Mann ein großer Dorn im Auge ist, was ich auch verstehen kann. Deswegen habe ich kompromissbereit, wie ich bin, auch gesagt, der kommt demnächst mal weg. Aber aus praktischer Sicht ist das wirklich für die selektive Zucht, in dem Fall von meinen Red Sakura Garnelen, einfach das perfekte Behältnis. Viel, viel einfacher, da mal die Tiere, die man nicht unbedingt weiter vermehren möchte, rauszufangen, weil ich die Echinodoren in den Topf gepflanzt habe. Den kann ich einfach rausnehmen. Den Büschel Moos hier kann ich ebenfalls rausnehmen. Und dann habe ich von oben einfach einen super Überblick über die Population und kann da ganz gezielt Tiere rausfangen. Was in stark bepflanzten Aquarien natürlich viel, viel schwieriger ist. Aber mein Mann toleriert ja auch sehr viel, ne? Sehr viele Aquarien in unserem Wohnbereich. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich kann es ja verstehen. Der Kübel kommt weg. Naja, die Garnelen werden auf jeden Fall alle ein neues Zuhause finden. Und ansonsten sind da nur noch Schnecken drin, die verteile ich auch. Das ist also für jedes Tierchen ist gesorgt. Und wer weiß, vielleicht wird es ja ein Mini-Tag. So, fast geschafft, der Wasserwechsel. Mein letztes Aquarium läuft leer. Das ist mein
Kryptokoryden-Dschungel, in dem die Stackentler-Guppies leben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin ein großer Fan von den Kleinen. Na, Pudding, jetzt hör mal auf. Ich hab's doch gleich. Ja, also die Entler, die liebe ich wirklich sehr. Erstaunlicherweise, immer wenn ich mal Guppies und Zwerggarnelen inseriere, meldet sich keiner für die Stackentler. Ich verstehe das gar nicht. Naja, aber vielleicht muss man dafür ein bisschen Freak sein, um die wirklich schätzen zu wissen, weil auf den ersten Blick sind sie natürlich, ne, die Weibchen ganz silberfarben und die Männchen sehr klein, aber wie ich finde schon ziemlich bunt. Na, und dann entscheidet man sich vielleicht doch lieber für die Tiere mit den leuchtenden Farben und den tollen, prachtvollen Schwanzflossen und sowas Kleines, wild gebliebenes interessant zu finden. Das liegt vielleicht nicht jedem, aber ich finde es total toll. Ich schaue den Kleinen wahnsinnig gerne zu. Ich finde auch, die sind schlauer als die Hochzuchtguppies. Wenn ich Hochzuchtguppies einfangen will, dann hänge ich irgendein Behältnis, irgendein Netz ins Wasser und dann habe ich da 6 oder 8 drin schwimmen. Und bei denen hier, die wissen sofort, was los ist und dann gehen die auf Tauchstation und dann sind die aber so schnell weg. Also die einzufangen ist nicht ganz so einfach, weil die, glaube ich, ein bisschen mehr in der Birne noch haben. Noch ein bisschen wildhafter sind. Und deswegen schaue ich ihnen auch gerne zu. Ich finde, die haben auch noch so ein bisschen mehr Schwarmverhalten. Ja, also man hat manchmal echt das Gefühl, man guckt so Schwarmfischen zu, anstatt Guppies. Ja, wie gesagt, das ist mein ältestes Becken. Steht hier bei mir im Arbeitszimmer, was auch gleichzeitig Puddings Zimmer ist. Also eigentlich war das mal mein Arbeitszimmer und jetzt gehört es der Katze. Ja, und ich bin gleich, wenn ich das wieder aufgefüllt habe, wahnsinnig gespannt, ob ich mein selbst gestecktes Ziel geschafft habe, unter 2 Stunden zu bleiben mit dem Wasserwechsel in 8 Aquarien. Ich werde es gleich noch kurz berichten, aber ich muss jetzt leider die Kamera ausmachen, weil das war doch ein sehr langes Video und meine 3 Akkus sind durch. So, es ist vollbracht. Wasserwechsel 50% bis 70% in 8 Aquarien. Geschafft in, was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Hier haben wir es. Oh, Reflexion, Reflexion. 12:02 Uhr sagt die Uhr. Und wenn ich es richtig erinnere, ich kann ja selber nochmal nachgucken auf meinen Videos, habe ich um 10 nach 10 angefangen. Das heißt, ich habe es geschafft.